Hey, heute ist ja der 4. Januar 2025. Ich war heute übrigens schön beim Training und ich kann nur sagen, das war eine richtige Erholung nach den Weihnachtsfeiertagen und so weiter, wo ich relativ faul war, nichts gemacht habe, viel gegessen und so weiter. Jedenfalls wollte ich, da ja noch bis zum 5. Januar die sogenannten Rauhnächte sind und überhaupt jetzt die Zeit ist, wo man sich für das neue Jahr noch was überlegen kann, was man machen möchte, die Keto-Diät vorschlagen. Die Keto-Diät praktiziere ich selbst und kann nur Gutes berichten. Und das will ich jetzt diesmal auch tun. Und wie kam ich überhaupt drauf? Also das war damals so. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die halbe Republik krank ist und dass ganz viele Leute zum Beispiel so eine Rollatoren vor sich her schieben, auch wenn sie noch gar nicht so alt sind. Dann gibt es in den Betrieben einen Mangel an Arbeitskräften, weil so viele krank sind. Leute fallen auf der Straße um. Es gibt Myokarditis, Hashimoto, es gibt gerissene Sehnen einfach so. Es gibt mehr psychische Erkrankungen. Es gibt Turbokrebs. Es gibt Augenkrankheiten, alles Mögliche. Und ihr werdet wahrscheinlich wissen, warum das so ist. Und der Dr. Bhakti, der hat es ja sehr ausführlich erklärt und auch der Arne Burkhardt hat es untersucht, immer das Blut, die Adern und so. Und es schien mir so zu sein, als ob, das war vor einem Jahr ungefähr, das schien mir so zu sein, als ob sich herausstellt, dass viele dieser Krankheiten, die ich gerade erwähnt habe, letzten Endes mit dem Herz-Kreislauf-System etwas zu tun haben. Und das ist mein Eindruck gewesen, dass einfach dadurch, dass das Blut nicht richtig fließen kann, ganz, ganz viele Krankheiten entstehen, von denen wir irgendwie gedacht haben oder ich gedacht habe als Laie, die seien ganz verschiedenen Ursprungs. Grauer Star, grüner Star und so weiter. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass es vielleicht was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat. Jedenfalls, wenn man sieht, wie all diese Krankheiten plötzlich entstehen und letzten Endes scheint es so zu sein, dass es dadurch kommt, dass das Herz-Kreislauf-System bei vielen geschädigt ist, schien mir diese Sache naheliegend. Und es ist ja nur noch so, dass die Medizin, die untersucht immer alles, hat also tolle Röntgenmethoden, aber diese kleinen Blutgefäße, die Kapillargefäße, die können also nicht auf einem MRT oder einem CT, also einer Computertomographie oder einer Magnetresonanztomographie abgebildet werden, sondern da sind dann alle einfach ratlos. Und zu dieser Zeit, also vor einem Jahr, habe ich dann ein Video gesehen von einem Arzt, der sagte, dass Krebs nicht, wie man bisher annahm, von einer Erkrankung herkommt, also von einer Veränderung der DNA oder so wie man es eigentlich gemeinhin immer hört und gehört hat, sondern er würde das sehr erfolgreich behandeln, indem er die Leute auf eine Keto-Diät setzt. Und diese Keto-Diät bewirkt, dass der Stoffwechsel sich umformt in einen ketogenen Stoffwechsel, was also bedeutet im Endeffekt, ich werde das hier nicht weiter erklären, weil ich bin ja kein Arzt oder so, auch kein Chemiker, aber ich werde das Video verlinken und ihr könnt euch dieses sehr, sehr interessante Video natürlich sehr gerne ansehen. Es ist auf Englisch, es geht auch vielleicht eine Stunde oder so, ich muss noch mal gucken.
Jedenfalls ist es sehr interessant und ich will es hier bloß in aller Kürze sagen. Diese ketogene Ernährung führt dazu, dass also ketogener Stoffwechsel stattfindet, was wiederum bedeutet, der Körper baut direkt das Fett ab, was er ansonsten eher einlagert. Er baut das Fett ab, zum Beispiel dieses Fett, was um den Bauch herum so manchen stört oder was um die Organe herum die Organe stört und auf die Dauer krank macht. Und zwar indem die Ernährung so ist, wie unsere Vorfahren wahrscheinlich gelebt haben. Die waren ja Jäger und Sammler. Die Männer haben irgendwas erlegt und haben das dann gegessen, haben das für die Familie mitgebracht, so als Hauptenergieträger. Und die Frauen haben vielleicht Beeren gesammelt und Nüsse und dann hat man sich mal ein paar von denen gegönnt. Nicht so ein hochgezüchtetes Zeug, wie es heute gibt, sondern einfach normale Beeren und so. Und so ganz allgemein gesagt haben die Menschen vor natürlich ein paar tausend Jahren lange nicht so viel Kalorien gehabt wie heute, haben sich dafür umso mehr bewegt. Und dies sei doch das, was man anzustreben habe, sagt der Arzt. Und wenn man das so macht, dann kann man also viele, viele Krankheiten dann plötzlich zurückführen und gesünder sein. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also man würde dann, wenn man sich so ernährt, quasi, wie gesagt, also ein bisschen zurückgehen so in der Zeit und sich so ernähren wie früher. Und was also wegfiele, wären diese ganzen, insbesondere Kohlenhydrate, die ja heutzutage einen Großteil unserer Nahrung ausmachen. Sondern was bleibt, sind, wie gesagt, Eiweiße, Fette. Denn unsere Vorfahren haben auf keinen Fall an Fett gespart. Und wie gesagt, Nüsse, Gemüse, diese ganzen guten Sachen. Gemüse, Beeren und so weiter. Und er hat also ziemlich überzeugend dargelegt, dass der Stoffwechsel über die Zeit insofern kompromittiert wird, als wenn man also dauernd irgendwas isst, was also viele Kohlenhydrate hat und das wird dann biochemisch irgendwie in Zucker umgewandelt oder so, dann steigt die Blutzuckerkurve immer sehr stark an und geht dann wieder zurück. Man hat also mehrmals am Tag, man isst vielleicht dreimal und zwischendurch hat man noch 3 andere Kleinigkeiten, die man so isst. Wohingegen der Weg, den Körper zu schonen, das Herz-Kreislauf-System offen zu halten, ist, dass man den Blutzuckerspiegel mehr in so einer, wenn überhaupt, leichten Schwingung lässt. Man isst da nicht so viel und man isst, wie gesagt, mehr diese anderen Sachen, nicht Kohlenhydrate. Und jetzt will ich bloß ein paar Sachen sagen, was man also dann zu machen hat und wie sich das auswirkt. Also erstens lässt man, wie gesagt, die Kohlenhydrate weg, so wie man überhaupt nur kann. Vor allen Dingen zum Beispiel erstmal natürlich Zucker, überhaupt Süßigkeiten jeder Art lässt man weg. Dadurch wird alles schon mal irgendwie besser, muss man sagen. Schon allein das ist irgendwie eine ganz schöne Verbesserung, wie man direkt spürt. Dann lässt man natürlich auch Brot weg. Man lässt Nudeln weg, Reis, Kartoffeln und ja, und man isst eben stattdessen sehr viel Fleisch, Fisch, Gemüse, pflanzliches Eiweiß irgendwie. Also zum Beispiel ist ja, glaube ich, in Linsen und so, das ist also ziemlich viel pflanzliches Eiweiß. Und das isst man. So, Punkt 2. Man muss, oder es ist angeraten, dass man gleich so eine Art, wie nennt man das, partielles Fasten macht. Dass man also, sagen wir mal, um 11 Uhr anfängt zu essen und dann um 5 damit Schluss macht. So mache ich das. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man, wenn man um 5 aufhört zu essen, dass man dann, wenn man abends im Bett liegt oder so, dann hat man schon manchmal noch ein bisschen Hunger. Und das das muss man eben überstehen. Da muss man durch. Aber wer schon mal gefastet hat, der wird wissen, dass das schon geht. Also man kann Tage und Wochen lang nichts essen, das geht.
Man hat Hunger, ja, der Hunger wird dann noch weniger irgendwann. Und so, das wäre also das Zweite. Man hat dieses Intervallfasten. Ja, Intervallfasten ist, was man auch machen soll. Dann der dritte Effekt ist eigentlich, dass man mehr Zeit hat, weil das alles geht so schnell. Ja? Ach so, ich wollte sagen, noch als die dritte Komponente wäre, dass man versucht, überhaupt verarbeitete Lebensmittel wegzulassen. Also man kauft sich lieber irgendwas Reines, beispielsweise einen Blumenkohl oder einen Brokkoli, und den isst man direkt. Man kocht es natürlich vorher. Man kocht einen Blumenkohl 12 Minuten oder einen Brokkoli 7 Minuten und dann hat man schon einen Brokkoli und dann kann man zum Beispiel noch einen schönen Käse dazu essen, einen Weichkäse. Und man kauft sich ein Stück Fleisch, lieber als Wurst. Selbstverständlich scheiden solche Nahrungsmittel wie ein Burger total aus, weil erstens sind diese Brötchen dabei, die also gar nicht so gut sind, wie man im Prinzip schon fühlt, wenn man diese schwammigen Dinger fühlt. Das ist natürlich nicht gut. Oder man hat auch keine Pizzen, die man dauernd sich warm macht. Oder man hat auch Brot, fällt eigentlich weg, weil da ist so viel drin und man weiß gar nicht, was es ist. Jedenfalls, das lässt man einfach alles weg. Ich weiß schon, jetzt werden viele sagen, nein, das geht doch nicht. Wir brauchen unsere Nudeln. Ohne Nudeln sind wir kein Mensch und so. Oder Brot. Aber ich kann nur sagen, wenn man immer so sagt, man kann dies nicht, kann jenes nicht, naja, dann kann man es eben nicht machen. Dann muss man wieder eine andere Diät machen. Aber ich empfehle eigentlich die Keto-Diät, weil sie mir echt gut tut. Und nachdem ich das ja nun gesagt habe, dass man also einen Blumenkohl 12 Minuten kocht und dann hat man direkt was zu essen, ist auch klar, dass es also schnell geht. Man ist innerhalb kurzer Zeit mit dem Essen fertig. Man brät sich ein Steak 6 Minuten, isst es in 10 Minuten mit Gewürzen, aber ohne Soßen. Ganz ohne Soßen bitte. Mit Salz, Pfeffer und vielleicht Meerrettich oder so. Kann man jede Menge nehmen. Oder man macht, wie gesagt, so einen Blumenkohl. Oder man macht sich einen schönen Topf mit Suppe. Ich mache inzwischen durch die Übung, die ich darin habe, eine ganz gute Linsensuppe beispielsweise und esse die an 2 Tagen. Dann esse ich einfach immer jeweils halt 2 Tage lang Linsensuppe. Das macht mir zum Beispiel wenig aus. Das schmeckt ja auch. Und man spart also unheimlich an Zeit. Solche Endlos-Brunches, so wie man sie manchmal auch ganz gerne macht, entfallen jedenfalls bei Keto und man hat einfach mehr Zeit für sich. Und der letzte Punkt, den ich hier noch erwähnen muss, ist, dass wenn man das macht, dann soll man auch Sport machen, und zwar ganz gerne Fitness. Ausdauersport ginge vielleicht auch, weiß ich gar nicht, aber ich mache das jedenfalls lieber mit Fitness. Und zwar, weil wenn man Keto-Diät macht, dann würde der Körper, bevor er das Fett abbaut, doch noch lieber Eiweiß abbauen am Körper, also die Muskeln. Und da man die Muskeln ja braucht, damit sie also diesen Grundumsatz machen, dass sie Fett abbauen und so weiter, muss man natürlich verhindern, dass die Muskeln abgebaut wird und man wird dann so ein ganz schlaffer Typ, sondern man will, dass man einerseits kräftig ist, andererseits nicht so viel Fett hat und dass der Körper also befreit wird von all dem. Und das kann man also machen mit Fitness und das habe ich auch gemacht und ich kann nur sagen, der Effekt war für mich verblüffend. Die erste Diät, die funktioniert hat, wobei ich sagen muss, ich persönlich habe das immer ganz gerne, wenn irgendwie die Regeln sehr definitiv sind und wenn ich ganz genau weiß, das ist jetzt nicht, was ich machen sollte. Wohingegen, wenn man das so macht, dass man sagt, man will weniger essen von dem und dem, das funktioniert bei mir immer nicht so richtig. Sondern dieses definitive, nach um 5 wird nichts gegessen, da halte ich mich dann auch ganz gerne dran und weiß dann ganz genau, was die Regel ist und was ich machen sollte und was nicht. Deshalb funktioniert es. Und da habe ich innerhalb von kurzer Zeit, muss ich sagen, einen ganz guten Erfolg damit erzielt.
und habe 10 Kilo abgenommen und habe mich also dann wirklich sehr viel wohler gefühlt in jeder nur denkbaren Hinsicht. Sowohl was das Denken angeht, als auch die Sportlichkeit, als auch die überhaupt Beweglichkeit, Wohlfühlen und so. Und dadurch, dass man halt nicht so viel isst und auch nicht so viel Süßes isst und so, denke ich, wird man das langfristig auch spüren an der Zahngesundheit und an allen möglichen Sachen. Also dann habe ich jetzt mal gesagt, wie ich dazu kam und was man bei der Keto-Diät beachten muss oder was ich beachten muss. Wie gesagt, das ist eigentlich eine ganz, ganz praktische Sache, insbesondere für Männer, glaube ich, sehr gut geeignet, weil Männer mögen ja eigentlich auch mal was Gebratenes und das ist ja überhaupt ihre große Liebe. Frauen haben ja manchmal heutzutage so die Idee, sie wollen unbedingt ein Vegetarier sein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob man Keto-Diät machen kann und Vegetarier sein kann, weil die Energie muss ja irgendwo herkommen und die Salate, die man natürlich in jeder Form und Menge essen kann, die bringen es irgendwie auf die Dauer nicht. Wir Männer brauchen halt Energie, wir brauchen es einfach und man muss irgendwas Energiereiches zu sich nehmen, beispielsweise Fleisch. Man könnte auch sagen Fisch. Ob das geht, wenn man Tofu zu sich nimmt, habe ich eigentlich keine Ahnung. Mir persönlich schmeckt das überhaupt nicht. Und man könnte es ja mal probieren, also wenn man das unbedingt will. Es gibt ja auch so ein Eiweißpulver, das kann man zwischendurch mal nehmen. Das ist sehr gut, wenn man Sport macht. Und ansonsten solche pflanzlichen Eiweiße. So, das wollte ich bloß mal sagen, sozusagen fürs neue Jahr. Vielleicht eine Idee. Das mit dem Sport ist natürlich für sich genommen im Prinzip schon wieder so eine prima Sache. Könnte man auch ganz ohne Diät einfach machen, aber für mich gehört es ein bisschen zusammen. Es gehört ein bisschen zusammen mit der Diät. Ich sehe übrigens im Sportstudio auch ganz viele Leute, die dort relativ dick hinkommen und da ändert sich auch nichts. Ich denke, da fehlt oftmals so eine Diät oder irgendwie so ein Nahrungsbegrenzungsregime. Also wenn man beides macht, dann wird sich auf jeden Fall die ganze Sache meiner Ansicht nach für euch positiver gestalten, als wenn ihr bloß eins davon macht. Sowohl dieses Diät machen finde ich schlecht, wenn man keinen Sport macht, weil dann wird man einfach nur schlapp, als auch Sport machen ohne Diät, dann ist es manchmal so, dass man einfach nichts sehen kann. Und das macht wirklich sehr, sehr zufrieden, wenn man was sehen kann und wenn man spürt, dass da einfach ein Erfolg ist und dass man auf diese Art und Weise mit diesem Durchhalten und mit diesem ganzen Dranbleiben Erfolg hat. Nicht nur beim Diät machen und Sport machen, sondern auch in jeder anderen Lebenssituation. Ja, dazu ermutige ich euch und danke euch für euer Hiersein, eure Aufmerksamkeit. Bitte liked, subscribed und bis bald. Tschüss. Take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.